Ja, hallo zusammen, liebe Internationale, liebe Freunde, liebe Aktive auch, die ihr auch gestern vor allem bei der spontanen Demo mitgemacht habt. Es ist, man findet keine Worte zu den Ereignissen, den Morden in Hanau. Es ist nicht nur als jemand, der selber eine Migrationsvorgeschichte hat, der sich als Mitglied des Integrationsrates dieser Stadt über viele Jahre, als jemand, der engagiert ist für ein friedliches Miteinander, es macht sprachlos und fassungslos. Das Allerschlimmste dabei, bei diesen Morden von Hanau, ist, dass seit Jahren die Brandstifter, diejenigen, die den Nährboden für solche Verbrechen quasi vorbereitet haben, diese Brandstifter sitzen jeden Tag in den Wohnzimmern dieser Bundesrepublik. Es sind die Medien und die Politiker. Über 4 Jahre berichten die Öffentlich-Rechtlichen, die wir mitbezahlen, die wir mitfinanzieren, über nichts anderes als über ein Thema. Über Migranten, über Geflüchtete, über Kopftuchmädchen, über Islamisten, über nichts anderes. Auf einer unreflektierten und unkritischen Weise. Und dann, das ist kein Wunder, dass so etwas auch zustande kommt. Es reicht nicht, dass wir in dieser Bundesrepublik mittlerweile diesen Haufen der AfD-Faschisten und Rassisten in jedem Parlament mittlerweile sitzen haben. Wir haben zusätzlich diese Medien, die nichts anderes zu tun haben, als genau diese Thematiken seit mittlerweile über 4 Jahren wieder und wieder unreflektiert wiederzukäuen. Das ist unglaublich. Wir müssten eigentlich 20, 30 Millionen Menschen aus Protest monatelang keinen Beitrag mehr bezahlen. Bewusst, wenn wir eine aktive, eine engagierte Gesellschaft wären. Ich bin sprachlos, weil Menschen, nicht nur auf dieser Ebene, weil Menschen zum Beispiel auch hier vor Ort in Münster mittlerweile die AfD mittlerweile die verrohte Sprache zu ihrem eigenen Werkzeug gemacht haben. Es ist mittlerweile fast Usus, dass ausgrenzende Begriffe genannt werden, dass eine faschistoide, ausgrenzende Sprache benutzt wird. Und es ist nicht nur die AfD und nicht nur Teile der CDU. Wenn ich zum Beispiel an die sozialpolitische Sprecherin der Grünen denke, dann wird mir schlecht, wie sie im Sozialausschuss vor ein paar Monaten es schafft, in einem Satz rassistisch, ausländerfeindlich und zinganistisch zu sein. Das muss man sich wirklich, das glaube ich heute noch nicht. Mit 30 Migrantinnen und Migranten, die aus Protest dabei waren. Und was macht die grüne Basis als Belohnung dafür? Ein paar Wochen später wird diese Sprecherin auf Platz Nummer 3 der Wahlliste für die Kommunalwahlen gehievt. Ich kann nur sagen, toll. Es ist unfassbar. Und ich könnte weitere und weitere Personen nennen. Es ist ein grundlegendes Problem. Es befindet sich in der Mitte der Gesellschaft. Es ist leider nicht nur die AfD. Es ist die Sprache der AfD, die mittlerweile überall zu hören ist. Sie hat sich überall breit gemacht. Als zum Beispiel der Vorsitzende des Sozialausschusses genau diese Frau darum gebeten hat, eine reflektierte Sprache zu benutzen, da wurde sie erst recht zur Furie.
Man könne ihr wohl nicht mal seine Meinung sagen, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Uns sind als Migranten die Ohren abgefallen. Das ist, hätte Otto ein AfDler sagen können oder eine AfDlerin. Und wer klatscht auf der anderen Seite? Versammelt die CDU, die AfD und die FDP. Leute, die Masken sind gefallen. Wir stehen geschichtlich, soziologisch betrachtet in einer Zeit, in der es wirklich kein Ducken mehr gibt. Es ist wichtig, dass sich alle Menschen einmischen. Wenn sie solche verrohte Sprache mitbekommen, wenn Menschen diskreditiert werden, wenn der Nachbar oder die Nachbarin oder der Kommunalpolitiker oder die Kommunalpolitikerin solch eine Sprache nutzt, müssen wir uns einmischen. Wenn wir das nicht machen, sind wir mitschuld an jedem Mord in dieser Republik, der aus diesen Gründen passiert. Aus rassistischen, aus ausgrenzenden, aus faschistoiden Gründen heraus. Eine Bundesrepublik, in der jeder 4. bis 5. Mensch eine Migrationsvorgeschichte hat, das ist unglaublich. Und daher meine Bitte, ich weiß, dass es natürlich nicht einfach ist, oft Zivilcourage zu zeigen, weil man natürlich auch Angst hat. Aber wir sind doch so viele, angeblich. Und wenn wir so viele sind, dann sollen wir auch so oft es geht unseren Mund aufmachen. Nicht mehr wegschauen. Wenn wir das weiterhin tun, werden wir und sind wir schuld an jedem Mord, der die letzten Jahre und die kommenden Jahre in dieser Republik passiert. Wir müssen endlich aufstehen, wir müssen uns radikal demokratisch einmischen. Für eine humane, bunte, offene, demokratische Gesellschaft. Und wir müssen uns selber aufmachen, dafür mit Sorge zu tragen, dass das die nächsten Jahre erreicht wird und nicht, dass wir zurückgehen in Verhältnisse, die keiner will, zumindest die absolute Mehrheit dieser Republik. Daher, egal wo wir sind, egal in welcher Partei, wir müssen laut werden, wir müssen pro Frieden, pro Solidarität uns bemerkbar machen. Wenn wir das nicht tun, dann haben die AfD und deren Sympathisanten und Nationalisten und Völkische und Nationalsozialisten, dann haben sie genau das erreicht, was die wollten. Jede und jeder von uns ist angesprochen. Es gibt keine Ausrede mehr. Nach dieser Historie dieses Landes und nach den Ereignissen der letzten Jahre, es ist ja nicht nur Hanau, soll ich aufzählen, Solingen, Mölln, Rostock, es gibt keine Ausrede mehr. Wenn Menschen nicht aufstehen, sich einmischen, sich einbringen, sind sie Teil des Problems. Ich bitte euch alle, so schwer es manchmal auch ist, nachzudenken, zu reflektieren, zu überlegen, wir sind die absolute Mehrheit. Es kann nicht sein, dass eine Minderheit von 13, 15, 18% diktiert, was im politischen Alltag in der Bundesrepublik passiert. Das kann nicht sein. Deshalb, ich rufe auf, dass wir wirklich, jeder mit seinen Möglichkeiten, sich sichtbar macht, verdeutlicht, ausgrenzende rassistische Momente in dieser Gesellschaft haben keinen Platz. Gemeinsam, solidarisch, interkulturell können wir wirklich diese Gesellschaft in die richtigen Bahnen lenken. Können wir für ein friedliches, interkulturelles, offenes Miteinander
herbeiführen. Ein Miteinander, in dem sich alle Menschen wohlfühlen, in dem Platz ist für alle, für die Hinzugezogenen, für die Geflüchteten, für die Migranten und für alle Menschen, die hier gemeinsam ihr Leben bestreiten. Ich hoffe nur, dass wir uns auf der Straße sehen. Ich hoffe, dass wir uns in den Demonstrationen, in den Kämpfen wiedersehen für eine solidarische, interkulturelle, humane Gesellschaft. Und dass wir Stück für Stück diesem faschistoiden Nationalismus gegenstellen und das wirklich alle gemeinsam erfolgreich auch bewältigen.